Heute wagen wir ihn, einen der härtesten und bekanntesten Anstiege der Tour de France. Es geht hinauf auf die Alpe d'Huez. Wie diese Tour für euch verläuft und ob wir die Bestzeit von Marco Pantani 37 Minuten und 35 Sekunden schlagen können, das seht ihr in diesem Video. Nichts wie auf die Höhenmeter. Knallhart. Boah. Ob das bis oben hingeht, das wird noch eine schwierige Kiste. Wir starten unsere Tour hier unten im Talort und zwar in Le Bourg d'Anson. Und dieser Ort hier ist geprägt von Radsportkultur. Ihr seht es auch schon hinter mir in der Fußgängerzone. Überall hängen diese Trikots, überall hängen Tour de France Banner. Ja, hier wird richtig diese Kultur rund um den Rennradsport gelebt. Und von hier aus auf knapp 800 Metern Seehöhe startet jetzt dieser Anstieg. Alle weiteren Fakten zur Tour, die gibt es jetzt, während ich die ersten Meter trete. Also schauen wir uns dieses Biest mal genauer an. Wir befinden uns in dem beeindruckenden französischen Alpen, genauer gesagt im Departement Isère. Der berühmte Skiort, der am Ende unserer heutigen Tour liegt und schon mehrfach Zielort bei Etappen der Tour de France war, ist von der Gebirgskette der Dauphinalpen umgeben, ein unglaublich mächtiges Gebiet hier. Unter Rennradfahrern gilt dieser anspruchsvolle Anstieg als legendär. Die Magie werden wir ganz am Ende dieses Videos auch spüren. Pogacar! Alle, alle, alle! Alle, alle! Vingegaard, Pogacar! Es geht bergauf über 13,8 Kilometer und rund 1100 Höhenmeter und das entspricht einer durchschnittlichen Steigung von, haltet euch fest, 8,1%. Da schwitze ich schon beim Sprechen. Insgesamt führen uns 21 Haarnadelkurven aus dem Romaschtal bergauf und jede Kehre ist nach einem früheren Etappensieger benannt. Jetzt genug gelabert, wagen wir den Selbstversuch, heute mal mit einem Rennrad, mal schauen, ob ich die Gravel-Schaltung und Übersetzung vermissen werde. Wir fahren am offiziellen Zeitmessungspunkt vorbei und starten die Bergwertung. Viel Spaß beim schweißfreien Zuschauen, während ich mich hinaufquäle. Die ersten Rampen zeigen schon, was Phase ist und die Sprüche auf der Straße motivieren, so wie hier. Quäl dich, wir haben es gepackt auf jeden Fall zur ersten kleinen Siedlung, La Garde des Ansons. Und jetzt hat einmal Alpe d'Huez der Anstieg gezeigt, was er kann. Über 11% ging es jetzt gerade schon ran. Hier ist jetzt etwas flacher und dann kommen nochmal richtig krasse Haarnadelkurven. Die kenne ich bisher nur aus den Aufnahmen der Tour de France. Ein Hammer. Jetzt haben wir 37 Minuten und 35 Sekunden, die Zeit von Marco Pantani bis ganz oben. Ein Wahnsinn, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Ich meine, wir geben gerade nicht Vollgas, aber selbst wenn ich Vollgas geben würde, mindestens mal das Dreifache. Mal schauen, wann wir oben ankommen. Nummer 14. Wupp, wupp, wupp. Der Schweiß läuft und der nächste Berg türmt sich auf. Seht ihr das? Da hoch geht's. Und es ist für mich jetzt immer klarer, warum das hier eine der Königsetappen der Tour de France ist. Es ist brutal. Punkt. Bei dem Panorama hier ein Hammer. Wer von euch ist diese Straße eigentlich auch schon mal gefahren? Mit dem Rad oder mit dem Motorrad, mit dem Auto? Ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Packt gerne mal eure Erfahrung unten in die Kommentare. Ich freue mich auf den Austausch. Die ersten Höhenmeter gepackt, kurze Trinkpause und lasst uns über das Equipment sprechen.
Denn ihr seht schon, für unsere Frankreich-Pässe-Rundreise ist einiges an neuer Ausrüstung am Start und insbesondere jetzt bei den heißen Temperaturen möchte ich einmal auf die Bekleidung eingehen. Weltfunktionsbekleidung. Ich habe gerade eben wieder einen gesehen, der hier mit einem Baumwoll-Shirt hochgefahren ist. Das ist wirklich gestört, insbesondere dann beim Runterfahren. In meinem Fall, ich wähle ja Ryzen Radbekleidung, ist das jetzt ein dünnes Trikot, ein Radtrikot und eine Bib-Shorts. Ryzen bietet dabei verschiedene Serien an, wie zum Beispiel die Vela-Serie, die Signature oder auch die Jan Frodeno Profi-Serie. Es gibt da verschiedenste Möglichkeiten, euch in der Radbekleidung, aber eben auch im Schwimmen und im Laufen umzutreiben. Ryzen ist eine Triathlon-Marke und steht für Conscious Performance Apparel. Was ich ganz besonders schätze, das ist die Funktionalität der Bekleidung. Das bedeutet, bei Temperaturen wie diesen wird die Feuchtigkeit gut reguliert. Man hat viele kleine Details, wie zum Beispiel hier die silikonunterstützten Arm- und Beinbünde, damit die Bekleidung nicht hochrutscht. Hier hinten zum Beispiel ein kleines Täschchen für Schlüssel, die gut platzierten Taschen hinten und sehr leicht laufende Reißverschlüsse. Man merkt einfach, dass die Produkte sehr durchdacht und mit Athleten zusammen entwickelt wurden. Wenn ihr das Ganze mal ausprobieren möchtet, dann gibt es verschiedene Bundles, wie zum Beispiel in der Vela-Serie einmal eine Bib-Shorts, ein Shirt und Socken. Das Ganze reduziert im Bundle und wenn ihr dann noch ein bisschen was sparen wollt, dann kann ich euch meinen Gutscheincode Marius10 ans Herz legen. Die weiteren Produkte, die ich jetzt heute am Start habe, wie zum Beispiel Helm, Brille, Uhr, Schuhe, Rad, was ja auch neu ist, sind unten in der Beschreibung verlinkt. Und jetzt geht's weiter, hier den Pass hinauf. Kehre 6, nicht mehr weit. Nicht mehr weit. Wow. Jetzt kommt richtig schönes Licht auf langsam. Jetzt sind wir gerade durch Huez gefahren. Das ist noch nicht der Ort Alpe d'Huez. Der liegt noch mal ein ganzes Stück höher. 5 Kilometer sind es noch. Aber der Ort hier war schon ziemlich malerisch. Eieieiei. Wir kommen aus der Baumgrenze raus und sehen das Skigebiet. Es ist auf jeden Fall schon der erste Skilift hier zu erkennen. Die Kabinenbahn, auch da drüben links seht ihr verschiedene Skipisten. Da waren wir ja vorletzten Sommer Skifahren und haben einige der erfolgreichsten Videos des Kanals produziert, wenn ihr euch erinnert. Littenel hat hier oben stattgefunden, ist hier oben verlinkt. Ein Hammer, richtig geil. Und jetzt sehe ich da vorne Kehre 2, also nur noch die und eine und dann sind wir oben. Jawohl, da ist auf jeden Fall schon mal der Ort Alpe d'Huez. Jetzt müssen wir mal schauen, wie weit es noch bis zum Ziel der Tour de France geht. Gerade eben waren 3 Kilometer angeschlagen. Die ziehen wir noch durch. 2 Kilometer noch bis zum Ziel hier oben in der Bergankunft von der Tour de France. 1952 wurde das erste Mal hier oben ausgetragen, dass hier wirklich das Ende war. Fausto Coppi hat das Ding geholt. Ein Wahnsinn. Das muss mit so einer Stimmung hier abgehen. Wenn ihr euch vorstellt, dass jetzt bei der Tour de France hier alle stehen, hier steht es auf dem Boden, ja, hier Tour de France, Alpe d'Huez, Zieleinlauf, alle jubeln, alle geben Gas. Ich glaube, das ist schon echt ein absoluter Wahnsinn. Und jetzt machen wir das, die letzten Kilometer. Da ist das Ding. Wir haben es geschafft, hier hochzukommen. Was für ein Ritt. Auf 1860 Meter, sauber Linus. Richtig stark. Und hier sehen wir jetzt einmal ja, ein kleines Siegertreppchen und auch die Sieger der Tour de France Etappe hier rauf auf die Alpe d'Huez. Fausto Coppi, 1952, das erste Mal der Italiener. Ein Hammer. Und dann ja, hier rüber bis 2022 Tom Pidcock das Ding hier geholt hat. Ich muss schon fast heulen, nein, mir läuft der Schweiß in die Augen. Ein Hammer, echt. Und hier hinter dem Schild sehen wir den Pic Blanc, diesen massiven Berg, wo auch die Skipisten herunterführen, wie zum Beispiel Le Tunnel und die längste Skipiste der Alpen. So heißt es zumindest, die Sarenne.
Wenn euch weiteres interessiert, dann schaut gerne hier im Video vorbei. Da ist entweder eine Tour hier aus Frankreich verlinkt, wenn sie schon da ist, oder ein weiteres Radsport-Abenteuer. Ich danke Linus hinter den Kulissen fürs Mitziehen. Ich danke Eileen für den Schnitt. Es hat Spaß gemacht. Und euch einen sehr schönen Tag. Genießt es.